Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen diesen Tag mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn dieser Maiandacht singen wir 525. Wir beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer dürstenden Welt. Wir hören einen Text aus dem Johannes Evangelium Kapitel 2, Versen 1 bis 10. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.
Als der Wein ausging, sagte der Mutter Jesus zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Fünfhundertfünfunddreißig. 535. Segne du Maria, segne mich, dass ihr in mir Gott den Himmel seht. Segne all mein Leben, segne all mein Tun, das in deinem Segen Tag und Nacht mich ruht. Das in deinem Segen Tag und Nacht mich ruht. Segne du Maria, alle die mir lieben, dein Mutter Segen ihnen täglich gibt. Deine Mutter reit auf alle auf. Segne alle Herzen, segne jedes Haus, segne alle Herzen, segne jedes Haus.
Maria ist die Hörende, die Empfangende, die für Gott ganz offene. An der Wende vom Alten zum Neuen Testament steht sie als fragende und glaubende Frau. Mit dem sorgenden Herzen der Mutter und mit dem hörenden Herzen der Jüngerin begleitet sie den Sohn Gottes auf seinem Lebensweg. Eine Frau aus der Menge rief Jesus zu: Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria, du Magd des Herrn, du bist uns nahe. Du bist gemeinsam mit uns auf dem Weg. Du bist uns Hilfe, Stütze und Führung. Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. Vorbild bist du aus unseren Reihen. Freude des Herrn und Segen der Welt. Du hast dein Ziel, in Gott zu leben, gefunden und begleitest voll Liebe alle, die ihn suchen. Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. Dein Leben war geprägt von der Treue zum Herrn. Du hast Jesu Worte in deinem Herzen bewahrt. Du hast mitten unter den Aposteln im Gebet verharrt und gemeinsam mit ihnen den Heiligen Geist empfangen. Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. Du, Maria, bist das Urbild der Kirche, ein Mensch ganz so, wie Gott ihn erdacht. Du bist zugegen auch in der Kirche von heute. Voll liebender Sorge begleitest du uns. Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. Ehre sei Gott dem Vater, der dich erwählt hat. Ehre sei dem Sohn, den du in deinem Leib getragen hast. Ehre sei dem Heiligen Geist, der dich mit seiner Kraft erfüllt. Ehre sei dem dreifaltigen Gott. Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet. Hilf uns zu hören wie du. Die Botschaft des Herrn für uns. Hilf uns zu glauben wie du. An den lebendigen und erfahrbaren Gott. Hilf uns zu vertrauen wie du. Mit einem sehenden Herzen. Hilf uns zu lieben wie du. Behutsam und bewahrend. Hilf uns, Unbegreifliches anzunehmen wie du, in großer Zuversicht. Hilf uns zu warten wie du, mit bereitem Herzen, mit offenen Augen und Ohren und einer wachen Seele. Maria, Mutter des Herrn, hilf uns zu glauben wie du. Maria, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deinen Kräften hast du Gott geliebt. Du Königin des Himmels, erbitte auch uns die Gabe lebendiger Gottes und Nächstenliebe. Mit dir preisen wir den dreifaltigen Gott. Wir singen das Lied Maria, Maiankönigin, erste zwei Strophen, 896. 896.
Pracht und Ziel, das wird des Schöpfers Heer. Behüte auch Maria, du größte alle Frauen, das Gottes Volk, die Kinder in Glauben und Vertrauen. Zu Jesus Christus, deinem Sohn, dem Retter und Befreier. Lobpreis und Ewigkeit des Vaters Macht und Treue. Wir antworten, bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, Bitte für uns. heilige Jungfrau, Bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, Bitte für uns. Mutter ohne Makel, Bitte für uns. Mutter des guten Rates, Bitte für uns. Mutter des Erlösers, Bitte für uns. Mutter der Kirche, Bitte für uns. du Heil der Kranken, Bitte für uns. du Ursache unserer Freude, Bitte für uns. du Zuflucht der Sünder, Bitte für uns. du Kelch der Hingabe, Bitte für uns. du goldenes Haus, Bitte für uns. du Morgenstern, Bitte für uns. du Hilfe der Christen, Bitte für uns. du Königin der Engel. Bitte für uns. Wir beten heute für unsere schwerkranken Schwestern und Brüder. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria bitten wir dich, guter Gott, für die schwerkranken Menschen aus unserer Familien, aus unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft, aus unserer Pfarrgemeinden, die in den Kliniken oder in Hospizen liegen und den Tod vor Augen haben. Sei ihnen nach in ihren schweren Stunden und nimm sie an der Hand, wenn es auf den letzten Weg geht. Gemeinsam beten wir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir beten. Unter deinen Schutz und Schirm fliegen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Wir singen das Lied 487. Nun singe Lob, du Christenheit, als Eingangslied zum Gottesdienst zur heiligen Messe.
Stefan ist Gott, der uns als seine Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. Lasset uns Geschwister sein, der Eintracht unser Brot, als seiner Liebe Widerschein, die Christenheit erneut. Guter Herr Jesu Christ, steh deiner Kirche bei, dass über allem, was da ist, ein Herr, ein Glaube sei. Herr, mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei, dass unsere Liebe immer neu der Einheit Zeugnis sei. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen nach der Maiandacht sind wir am Altar und feiern wir die heilige Eucharistie, die Danksagung. Wir danken Gott für alles, was er uns getan hat und er auch tun wird. Die Auferstehung ist nicht Sache einer heilen Welt. Auch der Auferstandene trug die Wundenmale, wohl aber einer heilsbar. So hören wir heute in der Lesung. Auferstehung ist nicht nur ein Ereignis von vor 2000 Jahren, sondern immer ein aktuelles. Nur für heute will ich mir vornehmen, all das hinter mir zu lassen, was mich am Wachsen hindert. Das soll auch heute das Thema sein für unser Leben. Wir rufen den auferstandenen Herrn in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast das Leben der Gläubigen, der Reichtum der Armen, die Freude der Auserwählten. Wir sehnen uns nach deinen Verheißungen. Stärke unsere Hoffnung und schenke uns überreiche Erfüllung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Wählt mir Barnabas und Saulus aus. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wuchs das Wort des Herrn und breitete sich aus. Nachdem Barnabas und Saulus in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, kehrten sie zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus nahmen sie mit. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen, Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleucia hinab und segelten von da an nach Zypern. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Wort des lebendigen Gottes. Ja. Siebenhundertachtundsiebzig. Preis dem Tod zu überwinden, der da starb auf Golgatha, dem Erlöser aller Sünden, preis ihm und Halleluja. Lasst des Ruhmes Harfe klingen, lasst von Herzen froh und singen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Uns vom Tode zu befreien, sagt in des Grabes Nacht, unser Leben zu erneuern, steht auf durch Gottes Macht. Tod, du bist im Sieg verschwunden, und das Leben ist errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit rief Jesus aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer an mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht der Welt, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Bitten wir ihn in den Anliegen und Dunkelheiten unserer Zeit und unserer Welt. Herr, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten in den Herzen aller, die eine Nacht des Glaubens durchmachen müssen. Herr, lass dein Licht leuchten. Herr, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten über jenen, deren Leben durch eine schwere Krankheit verdunkelt wird. Herr, lass dein Licht leuchten. Herr, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten im Leben der Getauften und vor allem in denen, die sich auf Erstkommunion und Firmung vorbereiten. Herr, lass dein Licht leuchten. Herr, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten über alle Menschen, deren Leben von Angst und Dunkelheit bedroht wird. Herr, lass dein Licht leuchten. Herr, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten für die Verstorbenen im ewigen Leben bei dir. Herr, lass dein Licht leuchten. Herr, lass dein Licht leuchten. Denn wer in deinem Licht geht, der findet das Leben. Das ist unsere Hoffnung und Zuversicht, heute und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 7 von der und soll. Nimm, o Vater, was wir spenden.
Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelche teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Gebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. 199. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmelwelt. Lob singend, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und ertrinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, der allmächtige Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Wir voll Zuversicht, das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst an mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus musste leiden und von den Toten auferstehen und dadurch in seine Herrlichkeit eintreten. Lasset uns beten. Barmherziger ewiger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesund sind. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Das segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen angenehmen, einen schönen Mittwoch. Geht hin in Frieden. Zum Schluss singen wir 896, die dritte Strophe. 896, dritte Strophe.